Willkommen auf meinem Kanal. Heute werden wir eine detaillierte Analyse des neuen Erfolgs der türkischen Verteidigungsindustrie, des Hürjet-Trainingsflugzeugs, durchführen. Bevor wir zum Video übergehen, wenn Ihnen solche Inhalte gefallen, können Sie meinen Kanal abonnieren und die Videos mit einem Like unterstützen. Los geht's! Türkische Luftfahrtindustrie, angeführt von Turkish Aerospace Industries, TAI, arbeitet weiterhin an der Entwicklung eines vielversprechenden Trainings- und Kampfflugzeugs Hürjet. Bis heute wurde das Design fertiggestellt und der erste Prototyp gebaut. Nach den notwendigen Bodentests ging es in die Luft. Flugtests werden noch etwa 2 Jahre andauern, danach wird mit dem Start der Massenproduktion gerechnet. Die Kampf- und Ausbildungseinheiten der türkischen Luftwaffe sind vollständig mit im Ausland hergestellten Flugzeugen ausgestattet, und in einigen Fällen handelt es sich um veraltete Modelle. Aus diesem Grund wurde vor einigen Jahren die grundsätzliche Entscheidung getroffen, einige eigene Projekte zu entwickeln. Insbesondere wollte die Luftwaffe ein Trainingsflugzeug mit der Möglichkeit des Kampfansatzes bekommen. Die Vorstudie des neuen Projekts wurde seit 2016 bis 2017 durchgeführt. Des staatlichen Flugzeugherstellers TAI. Im November 2017 erhielt ein solches Projekt die Genehmigung der Regierung und trat in eine neue Phase ein. Im Juli 2018 erteilte das Ministerium für Verteidigungsindustrie der Entwicklungsgesellschaft einen offiziellen Auftrag für ein umfassendes Design. Das vielversprechende Projekt hieß Hürjet, was sich auf das bestehende Trainingsflugzeug TAI Hürkus bezieht und auf die Verwendung eines Strahltriebwerks, JET, hinweist. Als TAI den Auftrag für eine vollständige Entwicklung erhielt, war es TAI gelungen, das Erscheinungsbild des Flugzeugs zu gestalten und einige der technischen Probleme zu lösen. Dank dessen wurde im selben Juli 2018 erstmals ein Mockup des zukünftigen Hürjet in Originalgröße auf der Flugshow in Farnborough, Großbritannien, gezeigt. Bis zum Ende des Jahrzehnts schloss TAI das Design ab und begann bald mit dem Bau des ersten Prototypflugzeugs. Das fertige Auto wurde im Dezember 2022 aus der Montagehalle gerollt. Dann wurde berichtet, dass in den kommenden Wochen oder Monaten die notwendigen Bodentests stattfinden würden, wonach der Hürjet vom TAI-Werksflugplatz in der Nähe von Ankara abheben würde. Nach den angekündigten Plänen werden derzeit 4 Flugzeuge gebaut. 2 voll ausgestattete Hürjets werden an Flugtests beteiligt sein. 2 weitere Flugzeugzellen mit einer unvollständigen Zusammensetzung der Einheiten werden benötigt, um Bodenstatiktests durchzuführen. Berichten zufolge ging Ende Dezember und Januar, um den Betrieb von Systemen und Mechanismen zu überprüfen. Am 30. Januar wurde der Motor zum ersten Mal in einem Versuchsflugzeug gestartet. Am 18. März bewegte sich Hürjet zum ersten Mal selbstständig und bewegte sich um den Flugplatz herum. Außerdem fanden die ersten Hochgeschwindigkeitsfahrten entlang der Start- und Landebahn statt. Der Erstflug eines erfahrenen Co-Jet fand am 23. April statt. Das Flugzeug unter der Kontrolle des Testpiloten führte einen Lauf durch und hob ab. Der Flug, begleitet von einem Luftwaffenjäger, dauerte ca. 26 Minuten. Beim Erstflug erreichte das Flugzeug eine Geschwindigkeit von ca. 460 km/h und stieg auf eine Höhe von mehr als 4200 m. Außerdem wurden verschiedene einfache Manöver durchgeführt. Der Start der Hürjet-Flugtests erregte natürlich Aufmerksamkeit und wird als wichtigstes Ereignis in Präsentiertgeschichten türkische Luftfahrtindustrie. Tatsache ist, dass die Türkei zum ersten Mal ein Jet-Überschallflugzeug ihres eigenen Designs gestartet hat. Gleichzeitig erwartet die militärische und politische Führung des Landes, dass dieses Projekt nicht das letzte sein wird und in Zukunft neue inländische Flugzeuge auf den Markt kommen werden. Im Moment löst TAI 2 Hauptaufgaben innerhalb des Hürjet-Projekts. Die erste besteht darin, Testgeräte zu bauen. Ein Flugmodell wurde bereits gebaut, ein zweites soll in den nächsten Monaten erscheinen. Es ist auch erforderlich, 2 Prototypen für Bodentests herzustellen. Die zweite Aufgabe besteht darin, umfassende Flugtests des Flugzeugs durchzuführen. Zuerst müssen ein und dann 2 Hürjet die Konstruktionsmerkmale bestätigen und den Betrieb in allen Konstruktionsmodi demonstrieren. Darüber hinaus werden sie während der Tests die Möglichkeit ausarbeiten, 2 Modifikationen des Flugzeugs mit unterschiedlichen Funktionen zu erstellen, Training und Kampf. TAI macht sehr optimistische Pläne.
Für Flug- und Statiktests von 4 erfahrenen Hurjets brauchen etwa 2 Jahre. Bereits 2025 ist geplant, alle Prüfungen abzuschließen, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und mit der Massenproduktion zu beginnen. Dementsprechend spätestens 2026 bis 2027. Die türkische Luftwaffe wird das erste Flugzeug eines neuen Typs erhalten können. Hurjet wird in 2 Modifikationen für unterschiedliche Zwecke angeboten. Zunächst erhält die Luftwaffe Hurjet B-Trainer. Darüber hinaus wird die Hurjet C-Variante entwickelt, ein leichtes Kampfflugzeug mit der Fähigkeit, umlenkte und gelenkte Waffen zu tragen, um an Luft- und Bodenzielen zu arbeiten. Eine vorläufige Vereinbarung über den Bau und die Lieferung von 16 Hurjet B-Trainern besteht bereits, und es wird erwartet, dass ein Festvertrag unterzeichnet wird. Zukünftig sollen neue Aufträge erscheinen, aufgrund derer eine komplette Neuausstattung der Trainingseinheiten vollzogen wird. Die seriellen Hurjets müssen die amerikanischen T-38 und F-5 Flugzeuge ersetzen. Außerdem wird erwartet, dass das Kunstflugteam Türk İlkçılar auf türkische Technologie umsteigen wird. Die Kampfmodifikation des Trainings-Hurjets befindet sich noch in der Entwicklung, und ihre genauen Aussichten wurden noch nicht festgelegt. Die türkische Luftwaffe zeigt Interesse an einer solchen Maschine, aber auch vorläufige Vereinbarungen liegen noch nicht vor. Vielleicht wird das Schicksal des Hurjet-C-Projekts von den Ergebnissen der Tests der Basisprobe bestimmt. Kürzlich wurde die grundsätzliche Möglichkeit angekündigt, eine Deckmodifikation zu erstellen. Ein solches Flugzeug wird in ferner Zukunft die Luftfahrtgruppe des neuesten Anadolu-Landungsschiffs oder der nächsten ähnlichen Wimpel auffüllen können. Technische Merkmale: Hurjet ist ein Trainingsflugzeug für die sogenannten fortgeschrittene Stufe der Ausbildung des Flugpersonals der taktischen Luftfahrt. Mit seiner Hilfe planen sie, Piloten von Jagdbombern bestehender und erwarteter Typen auszubilden. Solche Aufgaben haben das Erscheinungsbild und die Fähigkeiten des Flugzeugs erheblich beeinflusst. Der Trainings-Hurjet ist nach dem normalen aerodynamischen Schema gebaut. Es gibt einen großen Verlängerungsrumpf, von dem ein erheblicher Teil einer zweisitzigen Tandemkabine übergeben wird, und ein Antriebssystem ist im Heck untergebracht. Gebrauchter gepfeilter Hochflügel. Das Heck des traditionellen Layouts enthält einen Stabilisator mit einem kleinen negativen V. Äußerlich ähnelt das türkische Flugzeug einigen ausländischen Modellen seiner Klasse, insbesondere der russischen Jak 130. Das Flugzeug hat eine Länge von 13,6 Meter und eine Spannweite von 9,5 Meter. Das Gewicht eines leeren Autos beträgt nur 12,00 Kilogramm, der maximale Start beträgt 6,5 Tonnen. Die Kampfmodifikation kann bis zu 3 Tonnen Waffen an einer externen Schlinge tragen. Derzeit ist der Hurjet mit einem Turbojet-Triebwerk F404 GE 102 von General Electric mit einem Schub von 8000 kgf ausgestattet. In Zukunft ist geplant, ihn durch einen in der Türkei entworfenen Motor zu ersetzen. In der aktuellen Konfiguration muss das Flugzeug Geschwindigkeiten von bis zu Mach 1,4 erreichen, auf eine Höhe von 13.700 m steigen und eine maximale Reichweite von bis zu 2200 Kilometer aufweisen. Hurjet hat ein Doppelkabinen-Tandem-Layout. Dem Fluglehrer und dem Auszubildenden steht ein vollständiger Satz an Bedienelementen und verschiedenen Instrumenten zur Verfügung. Nach bekannten Daten ist das Flugzeug mit einem Fly-by-Wire-Steuerungssystem ausgestattet, mit dem das Verhalten verschiedener Flugzeuge simuliert werden kann. Aus diesem Grund ist geplant, die Ausbildung von Piloten für die Arbeit an bestimmten Ausrüstungstypen zu vereinfachen. Aufgrund seiner Ausbildungsrolle trägt der Hurjet keine eingebauten Waffen und seine Basismodifikation hat keine externen Hardpoints. Bei der Kampfversion des Hurjet C sind 7 Hardpoints unter der Tragfläche und dem Rumpf vorgesehen. Es wird in der Lage sein, Luft-Luft-Raketen oder verschiedene Luftbodenwaffen zu tragen. Zunächst werden in der Türkei hergestellte Waffen betrachtet. Echter Erfolg. Damit wird das Entwicklungsprogramm des türkischen Nationalflugzeugs Hurjet erfolgreich fortgesetzt und zeigt neue Erfolge. Die Entwicklung einer vielversprechenden Maschine begann erst vor 6 oder 7 Jahren, und jetzt ist der erste Prototyp abgehoben. In naher Zukunft werden neue Prototypen und umfassende Tests erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass der neue Hurjet bereits in wenigen Jahren in Serie gehen und beginnen wird, veraltete ausländische Modelle in der Luftwaffe zu ersetzen.
Es ist möglich, dass solche Pläne zu mutig sind und nicht rechtzeitig abgeschlossen werden. Dennoch besteht kein Zweifel, dass die türkische Luftwaffe früher oder später das gewünschte Trainingsflugzeug in Eigenregie erhalten wird. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende angesehen haben. Wir sehen uns in einem anderen Analysevideo. Auf Wiedersehen.